Hallo ihr Lieben, heute kürze ich eine Gardine. Hole die Zugschnüre von einer Seite heraus. Binde die Gardine damit an einen Fenster- oder Türgriff. Nimm die Schnüre der anderen Seite und fange an, Falte für Falte zusammenzuziehen. Ziehe das Falten- oder Kräuselband an deine Gardine auf die gewünschte Breite. Zupfe dabei die Falten zurecht. Fixiere die Zugschnüre mit Stecknadeln an beiden Seiten. Schneide sie am Abstand von etwa 6 cm ab. Nimm nur eine Nadel und nähe die Ende der Zugschnüre fest. Steche dabei die Schnüre durch und mache am Ende eine Schlaufe. Im Faltenband sind Schlaufen. Es sind immer 2 Schlaufen nebeneinander. Führe den Haken erst in die rechte, dann in die linke Schlaufe ein. Hänge die Schale auf. Bodenlänge Vorhänge sollen etwa 2 cm über den Boden enden. So kommst du noch mit dem Staubsauger unter dem Stoff durch und die Bodenleiste bleibt noch bedeckt. Markiere die gewünschte Länge an einem Eck mit einer Stecknadel. Übertrage die Markierung auf die zweite Schale. Nun schlage den Stoff in Höhe der Markierung um, und zwar die linke Seite in Richtung der Rückseite des Vorhangs. Glücklicherweise kann ich nach Streifenmuster gehen, sonst kannst du eine Linie in dem gleichen Abstand selbst ziehen. Fixiere den Umschlag mit Stecknadeln und bügele die Umschlagkante glatt. Den Teil, den du umgeschlagen hast, schlägst du am oberen Ende nochmals nach innen. Fixiere dies ebenfalls mit Stecknadel. Wenn Stoff rutschig ist, hefte den Einschlag noch zusätzlich per Hand. Wähle bei feinem Dünenstoff eine dünne Nadel Nummer 70 oder 80. Suche dir einen farblich passenden Faden aus und fädele ihn oben in die Nähmaschine. Setze auch eine farblich passende Spule für den Unterfaden in das Fach ein. Ziehe den Unterfaden entsprechend der Anleitung deiner Nähmaschine ein. Beide Fäden jetzt etwa 15 cm nach hinten herausziehen. Nun musst du nur noch mit der Nähmaschine knapp an der Umschlagkante entlang eine gerade Naht setzen. Genäht wird immer auf der rechten Stoffseite. Nähe dann die Seiten zu. Die Nähte solltest du abschließend glatt ausbügeln. Fertig, bis zum nächsten Mal.